So, eigentlich steht hier, das ist gut und wir haben es geschafft. Jawohl, wir werfen jetzt nochmal einen Superball, das muss ja reichen. Also das muss doch. Und da haben wir es. Da haben wir es, unserem Team. Die nutzen wir auch. Irgendwann muss das. Das sieht gut aus und da gehört es uns. Kennt ja schon. Es hat jetzt nicht die Niede. Aber es reicht. Gott, was für ein guter Tag. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Legenden Arceus, und wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, sodass ihr auch alle weiteren Folgen von diesem Let's Play nicht mehr verpasst. Da ist Hallo Mietz. Vielleicht schnappen wir uns Mietz einfach, weil Mietz da einfach so rumsitzt und auch nicht wegguckt. Ich glaube, Mietz hat kein... Na doch, Mietz kommt mit. Sehr schön. Heute wollen wir vor allem ein bisschen Story machen und kümmern uns deswegen um Rana, hieß die Gute, glaube ich. Mal gucken, was sie uns so zu sagen hat. Fuka! Na, komm, sei brav. Was hat sie da? Mein Name ist Rana. Ich gehöre dem Perl-Clan an. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, du bist also das berühmte Mitglied der Galaktik-Expedition. Man sagt mir, du habest Axantor und Dressella beruhigt. Da musst du über immense Stärke verfügen. Doch hast du ein solch sanftmütiges Gesicht. Und, was führt dich ins Kobalt-Küstenland? Einen in Rage geratenen König wirst du hier vergeblich suchen. Der letzte König... Nun, sein Junges wurde von der See erfasst. Der König warf sich mutig in die Fluten und rettete das Leben des Kleinen, doch er wurde dabei selbst in die Tiefe gezogen. Vermagst du zu sagen, welches dieser Fukano das Junge des Königs ist? Oh, das ist eine sehr blöde Frage. Das Kleine oder das Große? Ich sag das Kleine. Oh, du scheinst ein scharfes Auge zu haben. Dieses friedliche, doch sehr scheue Fukano hier ist das Junge des verstorbenen Königs. Das Potenzial, zu einem fähigen König heranzureifen, ist zweifelsohne vorhanden. Doch es wurde Zeuge des Dahinscheidens seines Vaters und er litt dabei tiefe seelische Wunden. Allein der Gedanke daran, ich müsse es trotzdem zwingen, stärker zu werden, um einen König aus ihm zu machen. Nein, das kann ich nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, dem Kleinen beizustehen und ihm nicht den Willen des Perl-Clans aufzuzwingen. Was auch immer die anderen davon halten mögen. So, jetzt bist du über die Situation informiert. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ich will zu dieser Insel. Ich helfe mit dem Erben? Ja, Moment mal. Sie hat doch gerade gesagt, sie möchte dem Kleinen eben nicht das Erbe aufzwingen und wir sagen jetzt, ja, wir helfen trotzdem, weil das ist ja die gute Sache. Nee, sorry, die Pokémon zu Königin zu zwingen oder zur Königsposition zu zwingen, ist doch völlig falsch. Das ist doch nicht okay. Egal. Ich sag mal, ich will zu dieser Insel. Verstehe, du willst die Feuerspeiinsel erforschen. In letzter Zeit hört man oft Gerüchte über seltsame Schatten, die dort gesichtet wurden. Um über das Meer zur Insel zu gelangen, wirst du die Hilfe des Pokémon Salmagnis benötigen. Suzuki, ein Wächter des Diamant-Clans, kann dir dabei behilflich sein. Die Feuerspeiinsel ist ein seltsamer Ort. Mal abgesehen von den merkwürdigen Schatten schießen auch noch mysteriöse Blitze aus dem Riss im Himmel. Es ist fast, als erwarte uns noch ein ordentliches Donnerwetter. Uns wird doch nicht etwa das ehrwürdige Sinnoh zürnen? Zwischen dem Perl-Clan und dem Diamant-Clan gab es einen Konflikt darum, wer nun eigentlich das einzig wahre ehrwürdige Sinnoh verehre. Auch wenn die zwei Clans sich mittlerweile einigermaßen tolerieren, bleibt diese Frage unbeantwortet. Das heißt, aus Sicht des ehrwürdigen Sinnoh gibt es immer noch eine Gruppe von Leuten, die einer falschen Gottheit huldigt. Verstehst du? Ach, bitte entschuldige mein Abschweifen. Suzuki solltest du auf den Griffelnhügeln finden, die an den Ginkgo-Strand anschließen. Dort lebt er nämlich. Ach, bei der Hütte, da waren wir ja schon. Und, nee, da seid ihr. Kann ich eigentlich das... Nee. Okay. Mehr sagst du nicht. Was kann ich hier mit? Hier ruht die Seele von Akani, dem großen König der Insel. Oh. Ich würde gerne hier runter.
Ist das safe, hier runter zu gehen? Scheiß drauf. Ich würde fast vermuten, dass hier eigentlich so ein Dings wäre, ne? Oh, das ist schon cool. Oh. Cool. Naja. Wird ein schönes Thumbnail. So, hier diese... Was ist hier in dem Stein drinne? Sieht ja auch cool aus. Wir müssen zurück. Wir müssen den ganzen Weg zurückgehen. Ne, den ganzen Weg zur Hütte zurück. Was kein Problem ist. Wir könnten, theoretisch könnten wir natürlich einfach... Obwohl, was heißt theoretisch? Wir machen das einfach. Ist ja sonst Quatsch. Wir haben doch hier hinten schon die... Machen wir was näher dran. Ach komm, wir gehen zur Güstenlandbasis. Warum denn nicht? Das geht ja zum Glück immer ganz schnell. Wir können noch mal kurz Pokémon heilen, einfach weil wir hier sind. Und werden jetzt kurz nach hinten. Vielleicht sollten wir auch mal gucken, ob wir nicht... Oh, hi. Ich lasse euch mal noch in Ruhe, weil ich gerade echt keinen Bock habe. Wir haben in der letzten Folge genug Pokémon gefangen und gekämpft und so weiter. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Story machen, ja? Also entschuldigt bitte, aber das hat jetzt auch mal kurz Priorität. So, wir brauchen natürlich Aprikokos. Die können wir da nicht lassen. Wir brauchen auch natürlich Glanzsteine. Es waren leider keine Aprikokos gerade. Hier ist... Da ist das... Ah, okay. Alpha Enteron ist natürlich eine andere Geschichte. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir erst genug wegkommen von den Viechern, sodass sie uns nicht angreifen wollen. Genau wie dieses Pudox da hinten. Und ein Alpha Enteron sollten wir schon mitnehmen. Wir haben Luxtra. So, Luxtra ist natürlich... Luxtra sollte das schon schaffen. Wichtig ist, dass wir erstmal versteckt sind. Und das vielleicht sogar... Naja, anlocken wird schwierig. Weil wir rankommen auf 1 Meter. Nein! Nee, jetzt ist hier noch. Es kommt jetzt... Nee, so nicht. Nee. So nicht, habe ich gesagt. Ja? Nein heißt nein. Auch für Entoron. Komm, wie stockend sich das jetzt bewegt. Was machen wir denn da? Das andere Entoron hat sich einfach auf den Boden gesetzt und wartet da. Das finde ich schon lustig. Komm, machen wir einen anderen. Hier ist das Togepi! Nein, es haut schon wieder ab! Es ist doch da! Es ist doch da! Oh Gott, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Ist das nah genug? Es ist erstmal nah genug. So, wir wollen es natürlich auch nicht Nein, jetzt zieh mich doch nicht. Kümmere dich um das Essen da. Mann! Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit Geräusche zu machen, du Idiot? Kümmere dich um das Essen. Komm schon. Yes! Oh Gott, ja! Wie gut ist das denn? Da ist noch eins! Das haben wir auch gefangen. Kommt noch eins. Aus dem Nichts. Alles klar, wir haben gleich 2 Togepi sogar gefangen. Das doppelte Lottchen, ey. Wie cool ist das denn? Es ist schon ein bisschen cool. Also das müsst ihr schon zugeben. Das war schon ein bisschen cool. Also für mich vor allem. Verzerrung ist verschwunden. Ja, ist mir gerade auch egal.
guck mal. Willst du schon wieder kämpfen? Und warum ist der immer da, wo wir sind? Ich glaube, der ist böse. Ich glaube im Endeffekt, der Typ ist richtig böse. Na, sieh mal einer an, wenn das nicht Butch ist. So sieht man sich wieder. Was ich hier so treibe? Ich befinde mich gerade auf fröhlicher Tafeljagd. Wie läuft die Sammlerei denn bei dir? Och, naja. Nicht nur ein tüchtiger Sammler, sondern auch furchtbar bescheiden. Dabei hast du schon 4 Tafeln. Du erhältst also jedes Mal eine Tafel, wenn du einen König oder eine Königin bezwingst oder wenn dir ein Pokémon erlaubt, auf ihm zu reiten? Dabei muss ich wirklich an den Helden der Vorzeit denken. Er soll gegen das ehrwürdige Sinnoh gekämpft haben, weißt du. Aber eines verstehe ich nicht so ganz. Es heißt, dem Helden der Vorzeit seien 10 Pokémon gefolgt, die allesamt ihre Kraft vom ehrwürdigen Sinnoh erhalten hätten. Warum haben sie sich dann gemeinsam mit dem Helden gegen das ehrwürdige Sinnoh gestellt? Vielleicht lässt sich dieses Rätsel ja lösen, wenn man alle Tafeln sammelt. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns beide beim Sammeln so richtig ins Zeug legen. Doch sei dabei ja vorsichtig. Denn was würde ich ohne meinen liebsten Kunden machen? Digi, ich habe noch nicht eine Sache bei dir gekauft. Du haust ja auch immer ab, bevor ich überhaupt was bei dir kaufen könnte. Naja, egal. Ein Besucher? Ja, ich komme sofort, nur einen kleinen Augenblick. Ich bin Suzuki vom Diamant-Clan. Ein Mitglied der Galaktik-Expedition, das eine Elysienflöte dabei hat. Dann musst du Butch sein. Warum bist du hier? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Ja, überraschende Besuche sind nicht gut für mein Herz. Bitte kündige dich das nächste Mal an. Also, weswegen bist du hier? Sei Magnus. Du willst also auf die Feuerspeiinsel. Wenn das so ist, empfehle ich dir, sein Magnus mit seiner Lieblingsspeise zu füttern. Damit solltest du seine Sympathie gewinnen können. Aber sie herzustellen könnte ein klitzekleines bisschen schwierig werden. Sehr schwierig sogar. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut und vollkommen unmöglich ist. Unmöglich? Ich werde dir erklären, was ich meine. Die Zutaten habe ich da, aber der nächste Schritt ist für mich einfach zu viel. Das ist dieses Pokémon, das man bei Dunkelheit fangen muss. Welches Pokémon? Du willst es echt wissen? Bist du etwa lebensmüde? Na gut, es ist Zwirklop. Puh, ich krieg seinen Namen schon. Ich krieg es schon mit der Angst zu tun, wenn ich seinen Namen nur ausspreche. Die Zutaten musst du mit Zwirklops Finsteraura die richtige Würze verleihen. Nur so wird aus ihnen die Speise, die sein Magnus so liebt. Das schaffe ich. Ihr Leute von der Galaktik-Expedition kennt ja wirklich keine Furcht. Das ist regelrecht furchteinflößend. Zwirklop ist ein einäugiges Pokémon, das sich nachts im schaurigen Welkwald herumtreibt. Auf der Karte sieht das Gebiet des Welkwalds wie eine Hand aus. Das Schiffswrack dort sollte ein guter Orientierungspunkt sein. Mit Zwirklop kenne ich mich sehr gut aus, damit ich ihm immer aus dem Weg gehen kann. Möchtest du hier warten, bis es dunkel wird und sich das Pokémon zeigt? Ja, machen wir so. Na schön. Außerdem sind wir schon an einigen Zwirklop gerade vorbei gehuscht. Von daher ist das überhaupt kein Problem für uns. So. Brauchen wir so irgendwo? Hast du es dabei? Nee. Was ist da oben? Achso, das leuchtet nur. Okay. Warte mal, dann müssen wir kurz gucken. Wir haben 7 Superbälle, wir haben einen Pokéball. Ich hätte gern noch ein bisschen... Mal gucken, ob wir noch was herstellen können. Das könnte ja sein. So. Und so. Vielleicht können wir noch ein paar Pokébälle herstellen. Können wir nicht. Können wir nicht. Alles klar. Ja, will auch nicht zu aufdringlich sein. Das tut weh. Sag ich ja. So, okay. Das sind Driftzepeli, das sind keine Zwirklop. Guck mal. Nun spring. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So.
Noch 18 Geisterlichter. Ja, wo sollen die denn bitte schön sein? Das ist nicht gut. Warum kann ich nicht schwimmen? Ich finde das ein bisschen doof. Also wenigstens ein bisschen schwimmen sollte doch wohl drin sein. Finde ich. So wenigstens ein bisschen. Das heißt ja nicht, dass er irgendwie kilometerweit schwimmen muss, aber so ein bisschen so halbtiefes Wasser. Halbtiefes Wasser, finde ich, sollte doch im Bereich des Schwimmbaren sein. Alles andere ist auch einfach unglaublich unrealistisch jetzt. So, wir kommen jetzt hier so langsam in Zwirkop-Gebiet. Noch Zwirlicht. Ich glaube, das hieß Zwirlicht, ne? Jetzt können wir es auch einfach entwickeln. Ja, wenn wir richtig krass werden, würden wir es einfach entwickeln. Ansonsten können wir auch... warte, wir nehmen mal kurz Luxtra, weil Luxtra tatsächlich gegen Driftzepeli Flug-Pokémon und so weiter, sind wir einfach ein bisschen im Vorteil. Levelmäßig sowieso. Das sollte jetzt machbar sein. Gucken wir mal rein. Donnerzahn. Stark. Ja, eine starke Donnerzahn-Attacke. Wir müssen auch mal gucken, weil wir haben ein paar neue Attacken wahrscheinlich schon drauf, die wir den Pokémon jetzt noch nicht beigebracht haben. Daran muss ich auf jeden Fall arbeiten. Das sollten wir vielleicht... Können wir auch jetzt... Die können wir noch nicht machen. Weil du hier gerade nervst. Ach, und dann haust du einfach ab, oder was? Ja, genau. Pass mal auf, du. So nicht. Genau, Zwirlicht. Wusste ich doch, das heißt so. Wir machen eine starke Donnerschock-Attacke. Wir könnten auch Knirscher machen, aber dann wäre es ja sofort tot. Und dann könnten wir es auch gar nicht mehr fangen, wahrscheinlich. So. Das sieht fangbar aus. Das sieht vor allem auch stark aus. So, Superball werfen. Sollte eigentlich reichen. Ja. Sehr gut. Könnten wir überlegen sogar, ob wir einfach das Pokémon nehmen. Und damit jetzt, nee, warte, falsch. So. Braucht man ein paar Tränke. So. Gibt es hier irgendwo einen Zwirkop? Weil ich sehe jetzt hier gerade keins. Wir waren eigentlich auch noch weiter. Also wir haben ja vorhin welche gesehen. So. Mindestens 2, wenn ich mich nicht irre. Als wir hier lang gerannt sind. Ist das gerade dein Ernst? Warum willst du kämpfen? Du hast doch gar keine Chance. So, machen wir hier Knirscher, sollte reichen. Wir müssen natürlich jetzt... Ich wollte nach den Attacken gucken, ne? Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ja, warte, dann lass doch das jetzt schnell machen. Attacken verwalten. So. Phantomparade. Angriff mit unzähligen Feuerkugeln, der dem Ziel eventuell Verbrennung zufügt, doppelt so stark gegen Ziele mit Statusproblemen. Klingt gut. Klingt gut. Wir könnten zum Beispiel Ruckzuck-Keep jetzt mal rausnehmen. Was mal? Y. Ah, nee. Jetzt einfach auswählen. So, nehmen wir jetzt Phantomparade. Das ist doch cool. Jetzt haben wir eine normale Attacke, 2 Feuerattacken, eine Phantom. Das ist gut. Das ist gut. Das lassen wir so. Ja, das musst du jetzt nicht unbedingt immer so hinauszögern hier. So, hier auch nochmal Attacken verwalten. Dann haben wir dann nämlich noch Finsteraura dabei. Ja, perfekt. Gegen Erstauner, ne? Ja, Erstauner kann weg. Sehr gut. So, Staraptor, auch mal Attacken verwalten. Hast du denn vielleicht noch Risikotackle? Ja, das kannst du dir schenken. Sturzflug ist gut. Er leidet selbst Schaden. Nee, das ist nicht gut. Dieses selbst Schaden erleiden hier bei beiden Attacken. Das ist doch Quatsch.
Also Staraptor, da musst du wirklich mal dein Attacken-Game irgendwie ein bisschen nach vorne bringen. Wir haben jetzt hier noch Stromstoß. Das ist natürlich gut. Das werden wir auch mit reinnehmen. Selbstverständlich. Ist die Frage, was nehmen wir weg? Brauchen wir eine Normalattacke eigentlich? Nee, brauchen wir nicht. Können natürlich auch Donnerschock wegnehmen. Weil die anderen Attacken eigentlich... Aber Donnerschock ist immer so, wenn man eine kleine Elektroattacke braucht. Ne? Wenn man eine Attacke braucht, die nicht ganz so stark ist. Ja, dafür hätten wir dann aber auch ruckzuck Keep. Ja. Dafür hätten wir dann auch einfach ruckzuck Keep. So, hat Stromschuss erlernt. Sehr schön. Pudox. Was können wir mit Pudox machen? Pudox hat Sondersensor noch dabei. Ja. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Dann nehmen wir auch Tackle raus. Das ist völlig in Ordnung. Tackle ist einfach da wirklich nicht die beste Attacke. Hier haben wir noch ein paar andere Attacken. Nassschweif ist cool. Könnten wir Wasserdüse oder so wegmachen. Knirscher. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Braucht Doppelschlag irgendwie 2? Nee. Die sind aber schon, guck mal, wenn wir Knirscher statt ruckzuck Keep nehmen und Nassschweif statt Wasserdüse. So, wir brauchen stärkere Attacken bei unseren Pokémon. Brauchen wir uns nämlich nicht wundern, wenn die nicht stark genug sind, um gegen die anderen Pokémon zu bestehen. So, apropos andere Pokémon bestehen. Wo sind denn jetzt... Da! Da haben wir ihn doch. Alter, greifst du mich jetzt immer noch an, oder was? So, dann muss ich dich kurz fertig machen. Ich habe auch eine neue Attacke. So, von daher wird es überhaupt kein Problem sein. Ich muss nur, glaube ich, aus dem Weg gehen. Hier, Stromstoß. Das war's. Das war's noch nicht. Ich erleide Schaden durch Rückstoß. Aber das war doch gar nicht der Plan. Warum lese ich mir die Attackenbeschreibung nicht richtig durch? Da brauche ich mich ja nicht wundern. Das ist typisch Halblesebutsch, ne? Halblesebutsch liest sich immer alles nur halb durch und weiß deswegen auch immer nur die Hälfte. Man könnte auch Halbwissen-Butsch sagen. Bleib drinne. Danke. So, komm zurück. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Ob jetzt hier... Da hängt er rum. Ist gut, wir gucken jetzt mal, dass der vielleicht sich umdreht. Und dann hätten wir eventuell Glück und können ihn einfach so fangen. Wir können auch gucken. Vielleicht mag der essen. Das sieht aus, als ob er essen mag. Das sieht auch aus, als würde er den Pokéball mögen. Meine ich. Cool. Ja. Auch noch dazu Attacke gemeistert. Also für mich läuft das richtig gut hier. Sorry, ich habe gerade echt keine Zeit, ne? Ich muss hier jetzt wirklich lang. Nächstes Mal kümmere ich mich um euch, ja? Also nicht nächstes Mal, aber ein anderen Mal. Also das wäre richtiger. Ein anderen Mal. So. Moin, bin wieder da. Gar kein Problem. War doch einfach. War doch einfach. Hier, gucke mal. Schau dir mal das schöne Zwirklop an. Du hast es also dabei. Lass es bloß nicht raus. Gut, mal sehen. Wenn du so entschlossen bist, auf Salmagnis Rücken zur Feuerspeiinsel zu schwimmen, werde ich meinen Teil dazu beitragen müssen.
Normalerweise lasse ich mir an dieser Stelle von Rana helfen. Oder besser gesagt von ihren Fukano. Doch diesmal musst du aushelfen. Schließlich wirst du von Salmagnis anerkannt werden. Wenn ich dir das Zeichen gebe, lässt du das Pokémon die Attacke Finsteraura einsetzen. Alles klärchen. Drei, zwei. Ah, ich habe einfach zu viel Angst. Jetzt reicht's aber. Na gut, das Runterzählen hat mich noch nervöser gemacht. Am besten, wir legen einfach gleichzeitig los. Und los! Ein köstlicher Duft breitet sich aus. Salmagnis Lieblingsspeise ist fertig. Du erhältst einen Salmagnis-Kloß. Oh, jetzt will ich auch Klöße. Oh, jetzt will ich auch Klöße. Die Lieblingsspeise des Reit-Pokémon Salmagnis. Die Materialien wurden auf ungewöhnliche Weise gesammelt und dann auf ebenso ungewöhnliche Weise zubereitet. Das Pokémon wird Reit-Pokémon genannt. Ich finde das nicht so okay. Das Aroma? Perfekt. Die Form? Auch perfekt. Besser hätte dieser Salmagnis-Kloß nicht werden können. Dann sollten wir uns nun zum Ginkgo-Strand aufmachen, wo Salmagnis auf uns wartet. Genau. Zum Ginkgo-Strand. Ach, der ist voll weit weg. Mann, ey. Ich muss hier die ganze Zeit rennen, ne? Zum Glück habe ich hier schon alle Elite-Pokémon ausgeschaltet. Ich meine, gefahren. Nein, wen haben wir denn da? Lass mich, nein, nicht angreifen, nicht angreifen. Warte doch eine Sekunde. Warte doch mal eine Sekunde. Lass mich doch mal kurz Luft schnappen. Warte mal, Luxra ist besiegt. Das ist natürlich nicht gut. Da brauchen wir ein Beleber. Weil ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte dich gerne haben. Ja. Wer greift uns hier gerade an? Kramux? Alles klar. Dann komm kurz, Kramux. Nehme ich dich kurz mit. Du setzt jetzt schon Ruhort ein. Das ist ein bisschen früh. Schon mal präventiv, ne? Alles klar. Ach, Stromstoß ist ja wieder mit Rückstoß. Egal. Ist jetzt nicht so wild. Egal, wir hauen da jetzt einfach gegen. Aua! Immer stoßen die mich um. Warte mal, kann ich gar nicht sehen. Ah, dass ich nicht... Ujaha. Hi, haben Ua. So, machen wir kurz hier stark Donnerzahn. Auch wenn es das wahrscheinlich... Das reicht ja bei weitem nicht. Paralysiert ist gut. Aber die Blizzard-Attacke ist schon ein bisschen stark. Was hilft denn da sonst noch? Also was so sehr Effektives haben wir sonst nicht weiter. Tornupto ist natürlich Quatsch. Staraptor könnten wir einsetzen. Können wir jedenfalls versuchen. Einfach nur, weil es schnell ist. Wir können jetzt eh zweimal angreifen, wie ich gerade sehe, weil wir so schnell sind. Das sollten wir dann auch nutzen. Ein Volltreffer. Könnten jetzt... Machen wir noch eine normale Luftschnittattacke? Ja. Lass mal machen. Kann ich angreifen, weil paralysiert? Perfekt. Das können uns sogar richtig gut in die Karten spielen, weil Statusproblem-Pokémon, also Pokémon mit Statusproblemen, lassen sich meist leichter fangen. Nicht immer. Wir haben auf jeden Fall eine... Nein. 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 Warte nochmal. Weg. So. Nochmal. Komm. Bleibst du drinne? Ich weiß, du möchtest auch. Mist. Weil Reiser wird wütend. Ja, wäre ich an deiner Stelle auch. So, ich kann das... Ich kann das schon nachvollziehen, warum du wütend bist. Das Ding ist auch Level 50, ne? Das ist jetzt schon... Das ist jetzt schon eine Hausnummer. Ich kann jetzt noch nicht mein stärkstes hier gleich einsetzen.
Vielleicht können wir noch ein bisschen Schaden machen. Vielleicht können wir noch ein ganz kleines bisschen Schaden machen, wenn wir noch so Bürde einsetzen. Und es ist besiegt. Klasse, Alpollo. Also richtig gut gemacht. Einmal zusammenreißen, wirklich. Einmal zusammenreißen. Ach. Warte, müssen wir jetzt eigentlich gegen das Pokémon kämpfen? Oder reicht das mit dem Futter? Naja, werden wir gleich sehen. Nee, werden wir nicht gleich sehen. Ich muss doch wenigstens ein bisschen vorbereitet sein. Der macht uns doch sonst kaputt. Alles klar. Übrigens glaube ich nicht, dass ich einmal schon in meinem Leben von Salmagnis gehört habe. Aber egal. Ich habe schon auf dich gewartet, Butch. Komm näher. Hallo, Suzuki. Oh, Rana. Ist es nicht schlecht, wenn wir zusammen gesehen werden? Butch wird uns schon nicht verraten. Außerdem wollten meine Fukan und ich Salmagnis so gerne mal wiedersehen. Wie du meinst. Dann werde ich Salmagnis jetzt rufen. Ich weiß nicht. Ich finde das so unkreativ. Ist das euer Ernst? Ihr zeigt, warum seid ihr so faul? Warum seid ihr so faul? Das hätte man noch ein bisschen animieren können. Och, Mann. Weißt du, Milliarden von Dollars irgendwie zur Verfügung und nichts macht ihr daraus. Mann, ey. Das ist deine Chance, Butch. Gib Salmagnis den Kloß. Du wirfst Salmagnis den Kloß zu. Weil man das auch nicht animieren kann? Salmagnis. Uff, Glück gehabt. Ich hatte schon befürchtet, dass es nicht auftauchen würde. Dann lass mich dir noch die Melodie beibringen, mit der du Salmagnis rufen kannst. Ach, etwa die gleiche Melodie, die auch alle anderen Pokémon hier haben, um gerufen zu werden? Ach, Mann, ey. So viel Potenzial. Und sie entscheiden sich richtig dafür, das alles aus dem Fenster zu schmeißen. Das ganze Potenzial, was dieses Spiel gibt. So viele geile Szenen. Das hätte das jetzt schon das beste Pokémon-Spiel aller Zeiten werden können. Ich hoffe wirklich, Purpur und Karmesin versauen es nicht. Wirklich. Du erhältst die Wassertafel von Salmagnis. Dieser Steintafel wohnt die Energie des Typs Wasser inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Wasser. Salmagnis wird es dir ermöglichen, das stille Binnenmeer zu überqueren und so die Feuerspeiinsel zu erreichen, Butch. Hallo. Ich gratuliere dir, Butch. Uka. Rana? Ich habe dir ja bereits erzählt, dass der frühere König dieses Fukano hier gerettet hat. Damals haben Suzuki und Salmagnis auch mich vor dem Tode bewahrt. Seither empfinde ich große Zuneigung für Suzuki. Doch wie du vielleicht weißt, gibt es einige, die schlecht über mich reden. Deshalb treffe ich mich normalerweise nur mit Suzuki, wenn uns niemand dabei sieht. Ich möchte nicht, dass sein Ruf darunter leidet. Natürlich habe ich dich gerettet, Rana. Das hätte jeder andere doch auch so gemacht. Dein mutiger Einsatz hat mich dazu inspiriert, selbst Courage zu zeigen und Fukano nicht gegen seinen Willen zum nächsten König zu machen. Lassen wir das Thema lieber. Fuka! Hört gut zu, wenn die große Schwester spricht. Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten Distia, der Dorn in eurem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube.
Die mittlere Schwester, das bin ich. Ihr habt keine Chance, nicht gegen mich. Ich kralle mich fest, ihr werdet mich nicht los. Ephelia ist der Name, merkt ihn euch bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand ersticke ich prompt im Keim. Mein Name ist Nessia, Talent so reich. Wer sich in Nesseln setzt, bereut es gleich. Wie Unkraut werden unsere Namen ohne Frage im eisigen Hisui tiefe Wurzeln schlagen. Vor euch stehen die unbeugsamen 3. Unkraut vergeht nicht, es ist vorbei. Und jetzt schnappen wir uns dieses Fukano. Ihr wollt euch meinen Partner schnappen? Spart euch die Scherze für eure lächerliche Vorstellungsnummer. Ganz genau. Jetzt, Gengar! Whoop. Fuka? Wir haben nichts unternommen. Wir haben das jetzt einfach so passieren lassen, oder was? Fukano gehört uns! Nur wegen der Engsternigkeit des Diamant- und Perlclans haben wir es hier in Hisui so schwer. Wenn wir in Freiheit leben wollen, brauchen wir mächtige Pokémon. Wir werden nicht nur dafür sorgen, dass Fukano richtig stark wird, wir werden es sogar zu einem König machen. Gehen wir zurück in unser Versteck. Dort ist es so heiß, dass uns niemand stören sollte. Wow. Wow. Wirklich? Was? Nein, Fukano! Was machen wir denn jetzt, Butch? Das ist ganz und gar nicht gut, oder? Ich habe meinen Partner noch nie kämpfen lassen. Bitte, Butch, du musst meinem Fukano helfen. Dieses Pokémon liegt mir sehr am Herzen. Sie haben gesagt, ihr Versteck sei an einem Ort, an dem sie niemand stören würde. Mir fällt nur ein Ort im Kobaltküstenland ein, auf den diese Beschreibung passt. Die Feuerspeiinsel. Na, was für ein Zufall. Mit Salmaktis Hilfe solltest du es jetzt auf die Insel schaffen. Auch ich möchte dich inständig bitten, rette Ranas Fukano. Ja, natürlich. Danke. Vielen Dank. Wir werden auch zur Insel aufbrechen. Halt, Rana, du solltest bei dem kleinen Fukano bleiben und hier warten. Ich werde mit ihm zur Insel gehen. Oh, eine Insel voller Blitze und Banditen. Aber egal, ich muss es tun. Lass uns gehen, Butch. Ach, bezüglich Salmagnis, es kann nicht nur schwimmen, sondern auch in die Höhe springen. Und das sogar zweimal hintereinander. Außerdem solltest du in der Lage sein, von seinem Rücken aus Items zu werfen. Ich schätze, jemand mit deinen Fähigkeiten könnte so auch Bälle werfen und Pokémon fangen. Ich muss erst etwas Mut tanken, bevor ich aufbrechen kann. Warum gehst du nicht schon mal vor? Ja, braucht deine Hilfe sowieso nicht. A-Knopf, klar. Weiterhin Items werfen, alles klar. Cool. Mann, was für eine unglaublich enttäuschende Folge. Also wirklich, das, was die hier gerade... Also das haben wir gerade echt nicht gut gemacht. Guck mal, dass wir es in... Warum mache ich das? Eigentlich wollte ich einfach nur reden. Wir werden mal gucken, dass wir das in der nächsten Folge wieder berichtigen. Natürlich müssen wir jetzt auf die Feuerspeiinsel. Das war ja von vornherein klar. Mal gucken, wie es wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da lassen, Abo da, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns hier auch nächste Folge wieder. Bis dahin, ich bin raus. Tschüss.